Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Das erste Thema ist Flughafen und Gebühren. Die BDL, das ist der Bund für alle Flughäfen, sagt, die Gebühren sind zu teuer. Lufthansa nimmt Hunde wieder mit zu einigen Zielen in den USA in der Kabine. Ein Thema. Dann gehen wir weiter mit dem Thema NTSB, die haben rausgegeben, warum bei dem Alaska-Flug der Türstopfen raus ist. Und wir haben auch einen Bericht vom Kapitän, wie sich das aus seiner Sicht zugetragen hat. Weiter haben wir als Themen Eurowings. Kabine hat einen Manteltarifvertrag. Dort gibt es jetzt etwas, wo sie entschädigt werden, was es vorher so nicht gab. Das ist für den einen oder anderen auch immer interessant zu wissen. Und wir haben Triebwerksprobleme beim A320, aber auch natürlich bei den 220er, den E2ern von Embraer und so weiter. Da ist Land in Sicht in Bezug auf Pulverbeschichtung. Man hat die Kapazitäten erhöht und es wird besser im Moment. Gut, ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und ein Like dalassen. Denkt dran, uns so weiter zu unterstützen, wie ihr das tut. Danke dafür. Auch für alle, die den Podcast hören, auch danke dafür, dass ihr den Podcast hört. Aber ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich immer, schaut das Video, da habt ihr die meisten Informationen, dann seht ihr auch Bilder und habt wesentlich mehr davon. Abgesehen davon, denkt dran noch an unseren Helsinki Weekend. Mario ist dabei, zu gucken, dass er auch vorbeikommt. Freddy arbeite ich dran, dass er auch vorbeikommt. Er kann es noch nicht sagen in Bezug auf den Dienstplan. Aber wir haben schon eine illustre Gruppe zusammen. Wir werden, wie ich schon sagte, in die Sauna gehen. Ja, es wird mit Badehose sein. Ganz wichtig, das ist in Finnland kulturell so üblich. Ja, nicht überrascht sein. Wir werden auch eine VIP-Gruppe haben. Das heißt also, wir werden dann in die Sauna, in die VIP-Sauna gehen mit 10 Leuten ungefähr. Dann haben wir ein Suite-Event. Da wird es in einer schönen Suite einen Blick übers Meer geben, dass man dann das Ganze auch nochmal enjoyen kann. Was haben wir noch, was wir machen? Wir werden eine 5 Stunden Kreuzfahrt machen, werden so ein bisschen vor uns hin paddeln und natürlich viele Gespräche haben, Networking machen und ganz, ganz wichtig, einfach Leute kennenlernen, dass wir da dann viel lernen voneinander. Also, meldet euch an, Link ist unten und es gibt für Kanalmitglieder noch einen Platz, der subventioniert ist. Die anderen sind dann leider weg. Das nur am Rande. So, das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema deutsche Flughäfen ächzen unter den Kosten und die sagen, Fliegen ist zu teuer. Was sagt ihr, ist das Fliegen zu teuer wegen der Gebühren? Heißt also, wenn man jetzt nach dem Corona-Thema sieht, was da halt im Flugverkehr los ist an Gebühren, da haben wir halt wirklich 85%, die nur angeboten werden im Vergleich zu 2019. Muss man jetzt natürlich sagen, ja, das kann man so sehen. Und vielleicht liegt es an den Gebühren. Und da seid ihr natürlich auch wieder gefragt, ist es so? Denn der Rückstand sehen die Unternehmen an der hohen Kostenbelastung. Denn die staatlichen Gebühren, die wir ja jetzt eingeführt haben, haben sich seit 2020 annähernd verdoppelt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Luftverkehrssteuer am ersten Mal rund um 25% erhöht wurde. Und deshalb macht vor allem die europäische Punkt-zu-Punkt-Airlines einen Bogen um deutsche Flughäfen. Dies wäre der erste Schritt, um Konnektivität unserer Flughäfen und die Anbindung unseres Wirtschaftsstandortes zu sichern. Das sagte niemand anderes als der Kollege Bischof, der auch ein Belastungsmoratorium fordert, heißt also, dass man darüber nochmal spricht. Und es ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn es gibt weitere Gebühren. Zurzeit seien die staatlich festgelegten Gebührensteuern beim Start eines typischen Mittelstreckenfluges von Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf rund doppelt so teuer wie beispielsweise Rom, Oslo oder Brüssel. Heißt also, in Madrid würden statt 4.400 € Gebühren nur 660 € Gebühren fällig. Und wichtig ist auch, dass man dann weitergeht, dass natürlich der maximale Gebührensatz für die Luftsicherheitskontrolle, der steigt von 10 auf 15 € pro Passagier. Da ist es natürlich auch nicht zuträglich, dass die CT-Scanner jetzt wieder auf die alten 10 mal 100 ml in der Klarsichtfolie zurückgehen. Man muss dann auch logischerweise Elektronik wieder rausholen, was natürlich die Flughäfen da bestraft, die diese Sachen haben. Also insofern ist das ein Riesenthema in meinen Augen.
Augen. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, das ist Gleichberechtigung, aber auch hier ein Problem. Ich denke mal, dieses Fit for 55 werden einige auch reißen. Air New Zealand hat ja auch gesagt, dass sie bei dem Fit for 55 das nicht so machen, weil die Flugzeuge nicht so schnell kommen. Also das heißt, sie sagen, das würde daran liegen, dass die Flugzeuge nicht so schnell kommen, wie sie das haben wollen. Im Besonderen die 777 von Boeing als Stichwort. Kann man so sehen, kann man so annehmen. Wobei ich persönlich das als sehr, sehr schwierig empfinde, dass man überhaupt Fliegen klimaneutral macht. Das ist ja immer ein Offset, wenn man ehrlich ist. Auch haben wir ja von Hamburg berichtet, wo natürlich die Freunde in Hamburg diese neue Anlage, die da produzierenderweise den SAF zur Verfügung stellen sollte, für den Hamburger Flughafen zum Beispiel im Besonderen, kommt nicht. Und wie wir alle wissen, wenn Airbus und andere Fluggesellschaften, andere Firmen oder auch Fluggesellschaften sich von etwas zurückziehen, dann hat das meistens mit der Pinke zu tun. Oder wie man so schön sagt, keine Zeit. Ja, ihr könnt ja gerne das Ganze kommentieren. Wir haben jetzt auch von Eurowings eine gute Nachricht, um nicht zu sagen 2 gute Nachrichten. Also ich denke, dass immer eine Nachricht gut ist, wenn sie auch fürs Personal gut ist. Denn das Personal der Eurowings bekommt jetzt auch Entschädigung bei Verspätungen. Viele von euch wussten ja wahrscheinlich nicht, dass die Flugbegleiter nur On-Block, Off-Block bezahlt werden. Also beziehungsweise Off-Block, On-Block, so rum ist es richtig. Heißt also, wenn die Tür zu ist und wenn man zurückgepusht wird. Solange die boarden oder so weiter, ist es einfach nur pauschal vergütet. Finnair zum Beispiel bezahlt mittlerweile vor halben Stunden Flug, weil die Leute ja dann arbeiten bis zum Flug, wenn er zu Ende ist. Und wir hatten auch letztens den Fall auf einem Flug, da musste eine Flugbegleiterin 1 Stunde warten, bis das Kind abgeholt worden ist. Und diese Stunde wird von Finnair bezahlt. Ist ja Arbeitszeit. Also es geht ja auch gar nicht, dass da nicht gearbeitet wird, beziehungsweise kostenlos gearbeitet wird. Und das ist bei deutschen Fluggesellschaften und anderen Fluggesellschaften weltweit, amerikanisch sind ja auch mittlerweile ein bisschen von abgekommen, gar nicht mal so unüblich, dass man nur das Fliegen bezahlt und das so macht. Aber jetzt ist es so, dass die Verdi und die Eurowings sich Anfang der Woche geeinigt haben. Und da ist es so, dass Marvin Reschinski folgendes Zitat gegeben hat: Wichtig war es uns vor allem, einen Ausgleich für die oft sehr hohen Belastungssituationen zu schaffen, etwa bei Flugverspätungen, langen Flügen und Nachtdiensten. Und da haben wir auch alle 3 Themen direkt zusammen. Heißt also, dass man Tagesdienste mit 4 Flugabschnitten und Nachtdienste besonders hoch vergütet bekommt, weil natürlich diese 4 Segmente sind anstrengend. Auch werden Ruhezeiten nach besonders belastenden Dienstzeiten verlängert. Kurzfristige Rufbereitschaften, Standby-Dienste werden weiter reduziert. Und 15 zusätzliche freie Tage und weniger möglich kurzfristige Dienstplanänderungen. Erstmals konnte man da auch ein Entschädigungssystem für Verspätungen einen Tarifvertrag für fliegendes Personal etablieren. Eurowings und Verdi hatten sich im Januar dieses Jahres beim Vergütungstarifvertrag auf Lohnerhöhung um 14,4% geeinigt, ganz ohne Streiks. Ja, hört. Der neue Manteltarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende September 2026 und gilt rückwirkend Juli 2023. Also hier eine interessante Geschichte und für den einen oder anderen auch interessant, dass das Flugpersonal genauso keinen Bock hat auf Verspätung wie ihr, weil sie halt einfach nicht bezahlt wurden. Also insofern kann man denen da keinen Strick draus drehen. Wo man auch keinen Strick draus drehen sollte, war der Lufthansa, als sie nicht mehr Hunde mitnehmen durften. Denn Hunde zum Beispiel haben ja besondere Voraussetzungen, wenn sie mitgehen wollen. Das heißt also, wenn sie als PETC, Pet in Cabin, oder als AVIA, heißt dann quasi als Hund im Cargo-Bereich gehen wollen, also quasi als Übergepäck, wenn man es so genau will. Und da gibt es eine Lösung. Jetzt können die Vierbeiner wieder in die USA einfliegen. Man muss aber natürlich, wenn man als PETC oder also PETC oder PETC, hat nichts mit der Flasche zu tun, ne? Oder als AVIH, Animal in Hold, aber ich weiß nicht, wofür das V steht. Aber egal, gebucht werden. Und so ist es halt so, dass diese Flughäfen
nur limitiert sind auf Los Angeles, Atlanta, Miami, New York, JFK, Philadelphia und Washington. Denn es gab da ein Embargo, die müssen auch für das CDC, also Center for Disease Control in den USA, also Disease Control and Prevention, muss man ganz genau sagen, können sie diese Tiere da mitnehmen. Ausnahmen sind vom Embargo bereits bestehende Buchungen mit bestätigtem Transport in die USA für Reisen ab 1. August. Und dazu müssten jedoch bestimmte Vorgaben erfüllt sein. Die CDC-Vorschrift beinhaltet dann Folgendes: Bei der Einreise muss das Tier in den USA einen gesunden Eindruck machen. Fifi muss also vital wirken. Mindestens 6 Monate alt sein, muss auch gechippt sein. Also das heißt, die brauchen einen Mikrochip, ich glaube am Hals oder sowas sind die. Und muss gucken. Und dann muss man natürlich einen CDC Doc Import Form Online Submission Receipt haben. Das heißt also, man muss ein Dokument führen. Ich würde es jetzt mal gleichsetzen wie mit dem guten deutschen, wie ihr auch ein Dokument haben müsst. Zum Beispiel müsst ihr ja, wenn ihr Global Entry habt, ja trotzdem noch ausfüllen, dass ihr halt 2 Jahre einreisen dürft. Und wenn all das nicht vorliegt, dann kann die Einreise verweigert werden. Damit kann die Airline natürlich dann auch überhaupt den Flug mit dem Tier verweigern. Wie hieß das Ding nochmal, das Dokument? Ich muss meins auch nochmal verlängern. Ihr könnt es unten kommentieren und mir da etwas helfen. Wir gehen auf die Frage des Tages in dem Bereich, und zwar, was haltet ihr von den Tieren in der Kabine? Und ich habe ganz vergessen zu fragen, sind die Gebühren in Deutschland so hoch? Also da könnt ihr natürlich was zu schreiben. Wir haben jetzt den NTSB-Bericht für den Alaska Airlines Flug AS 1802. Und dieser Flug, das war ja der, wo der Türstopfen rausgegangen ist. Und ich möchte da nochmal 2 Dinge zu sagen. Also einmal ganz wichtig, es ist keine Tür, die rausgefallen ist, weil nämlich, wenn es eine Tür wäre, wäre sie nicht rausgefallen, weil die Tür sich selber verlockt und alles Mögliche macht. Aber dieser Türstopfen ist also im Prinzip eine Blende. Deshalb nennen einige das auch Türblende oder Door Plug, was ja ein Stopfen ist. Und die Maschine hat halt das Teil, das war eine 737-9er oder MAX 9, verloren im Steigflug. So. Und das Teil ist vom Spirit, dem Zulieferer, gebaut worden, der ja mittlerweile aufgegangen ist, oder aufgehender Weise ist im Boeing und im Airbus-Konzern. Und dann ist man halt geflogen, und nachdem das dann mehrere Monate geflogen ist, waren 171 Menschen an Bord und das Ding ist rausgeknallt. Der Manager von Spirit sagte bei der Anhörung, dass 18.000 Bauteile für einen Rumpf nötig sind. Also das glaubt man gar nicht, was da los ist. Und was auch ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass man 200.000 Befestigungsteile hat, aber das muss man natürlich wissen, dass da Nieten sind. Also wenn man dann die ganzen Nieten zählt und so weiter, dann ist das schon relativ viel. Also daher kommt das zusammen. Und da ist es dann so, dass natürlich die gesagt haben, dass dort bei dem Bauen der Maschine die Tür rausgenommen worden ist. Dann hat man sie reingetan, dann hat man 4 Bolzen, die diesen Türplug halten, Doorplug, jetzt habe ich auch Tür gesagt, aber Doorplug ist das Richtige, hat man einfach vergessen. Und ja, das ist natürlich dumm gelaufen. Also damit muss man da halt jetzt wirklich gucken, dass diese Bolzen, die halt bei Boeing entfernt worden sind, dann nicht wieder reingemacht worden sind, ganz klar auch gezeigt haben, dass bei Boeing vieles im Argen liegt. Und das hat man jetzt also auch offiziell von sich gegeben. Also der Flug 1282 hat Gott sei Dank keine Verletzten hinterlassen, außer einen leicht Verletzten, und keine Toten vor allem. Also insofern hat man richtig Glück gehabt, dass das im Steigflug passiert ist. Und das war halt 6 Minuten nach dem Start, 14.000, ich lese es ab, 14.830, also 14.830 Fuß. Und da ist es dann halt wirklich so passiert. Jetzt wollten wir euch noch mal etwas geben, was im Cockpit passiert ist, damit ihr da noch mal so eine Art Hinweis bekommt, was dann in so einem Fall passiert. Und zwar sagt der Kapitän, er gab zu Protokoll, nachdem der Master-Alarm angegangen ist, weil natürlich der Kabinendruck weggerauscht ist, dann geht halt der Master-Alarm on. Wir stiegen gerade auf Richtung 16.000 Fuß und lauter Knall, Ohren knacken, mein Kopf prallt in das HUD, also in das Head-Up-Display wahrscheinlich, und mein Headset wird aber nicht ganz, aber fast von meinem Kopf gerissen. Das heißt also, der hat da dann an dieser Stelle, ich habe ein Haar gefunden,
hat dann an dieser Stelle natürlich dann erstmal sich gefragt, was passiert ist. Dann kam über den PA-System, also über das Intercom, kam dann die Piloten mit, wie sich die Flugbegleiter über ein Loch im Rumpf austauschen. Das war halt dieser fehlende Door-Plug. Und die Maschine, die 737 MAX, verfügt halt in der Kabinenmitte über einen Notausstieg, der auch mit einer richtigen Tür besetzt ist, wenn die Kabine dichter bestuhlt ist. Ja, aber dadurch, dass man da bei der N704AL halt da nicht so viele keine Passagiere hat und braucht, ist da halt an dieser Stelle nur dieser Stopfen mit einem Fenster. Und die Szenen sind natürlich in der Kabine durchaus stressig gewesen. Auch hier ein Zitat: Das Beängstigste war, dass ich keine Kommunikation mit dem Cockpit herstellen konnte und zunächst nicht wusste, ob die Dekompression vorne stattfand, ob wir überhaupt noch Piloten haben. Gibt eine Flugbegleiterin im Nachgang den Ermittler an. Und die Interviews der Crew und der Passagiere wurden im Zuge einer Anhörung halt veröffentlicht. Das ist auch das, wo Boeing sich so geäußert hat, was ich eben gesagt habe. Und dann ist es so, die Kabinenbesatzung geht zunächst davon aus, dass Passagiere ins Freie gesogen wurden. Und am einen Sitz im Bereich des Lochs wurde der Bezug auch abgezogen. Gut, man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, wenn da jemand drauf gesessen wäre und angeschnallt gewesen wäre, was er ja wahrscheinlich zum Start wäre, hätte, also deshalb immer schön fest anschnallen, nicht, dass man da rausgeht, weil der Sog kann natürlich knallig sein. Aber die Piloten gehen dann mit der Notfall-Checkliste weiter. Für Druckverlust drehen zum Flughafen Portland um. 20 Minuten nach dem Start setzt die 737 MAX wieder auf am Flughafen. 177 Insassen sind in Sicherheit, also 171 plus 6 Crew, wenn ich das richtig habe. Und eine Passagier wird die Umkehr später, als abgesehen von den Windgeräuschen, als erstaunlich still und ruhig beschreiben. Also das heißt, da war dann auf einmal natürlich Ruhe. Also ich persönlich kann mir das vorstellen, dass ich dann auch in so einem Moment wieder religiös werde und anfange zu beten. Ich weiß es nicht, wie schockiert man dann ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man, wenn man vorne gesessen hätte, überhaupt irgendwas davon mitgekriegt hätte, außer dass man halt da so Druck auf die Ohren gekriegt hat, dass sind die Masken runtergefallen? Ich muss noch mal auf Bilder gucken. Also insofern beängstigend ist es wohl neben dem Loch absolut gewesen. Also ich glaube, ich hätte dann auch Panik geschoben, aber ihr könnt ja auch gerne kommentieren, wenn ihr auf einmal neben so einem Loch gesessen hättet, was da einem dann so durch den Kopf geht, ob man da nicht eventuell das Handy versucht noch zu nehmen. Die leider auch, einige sind ja rausgeflogen. Und einer hatte ja, glaube ich, war es ein iPhone, unbeschädigt am Boden wiedergefunden. Man muss natürlich sagen, dass er in so einen Busch gefallen ist und hat Glück gehabt. Aber ja, war nicht so schön. Kommentiert unten fleißig und schreibt, was ihr dazu denkt. Wir gehen jetzt zum letzten Thema. Das letzte Thema sind die Freunde von Pratt & Whitney, die Pratt & Whitney Triebwerke, die GTF mit dem Metallpulver-Problematiken kommen weiter. Die haben ja diese PW 1100 GJM-Triebwerke, die halt in den 320er Neo-Flotten eingebaut sind, und diese sind ja gegroundet, genauso wie bei den 220ern. Swiss hat das ja mittlerweile gelöst, das Problem. Air Baltic hat immer noch ein Thema, und unsere wichtigsten Annahmen bleiben allesamt konsistent, sagt Chris Kallio, das ist der Präsident von RTX, das ist der Mutterkonzern von Pratt & Whitney. Heißt also, er sagt, im Durchschnitt müssen bis 2026 jeden Tag 350 Airbus A320 wegen der Triebwerksprobleme am Boden bleiben. Und der Höhepunkt wurde im April nicht mit rund 625 gegroundeten Flugzeugen erreicht. Also das heißt, 625 war der Höhepunkt, jetzt ist man bei der Hälfte, bei 350, naja, nicht ganz, okay, ich gebe es ja zu, aber fast der Hälfte, sagen wir 40%, damit es keinen Ärger gibt. Und es ist halt einfach so, dass immer noch 480 bis 500 Flugzeuge am Boden sind, sagte Lars Wagner, CEO des Pratt & Whitney Partners, das ist die MTU Aero Engines, die ja auch die Triebwerke herstellen. Denn die Hochdruckturbine, die erste und die zweite Stufe, die Bliss, das ist in der, bei Pratt heißen die Bliss dann sogar integrally
Bladed Rotors. Der 7. und 8. Stufe des Hochdruckverdichters sowie die hintersten Scheiben wurden ins dritte Quartal 2021 von Pratt & Whitney aus einem Metallpulver hergestellt, das verunreinigt war. Und das ist das, was das ganze Problem darstellt. Und dadurch kann es halt zu Rissen in den Bauteilen kommen. Und dann ist es so, dass natürlich noch bis 2023 noch Triebwerke hergestellt worden sind mit diesem Teil, weil man es nicht wusste. Aber es sind halt wirklich diese Triebwerke betroffen. Ich sagte ja vom A320 logischerweise, also der ganzen Neo-Serie, dann der 220er-Serie und natürlich der E2, aber auch 320er Zeus sind die V2500er Triebwerke betroffen. Jetzt ist es aber so, dass man jetzt einen Turnaround von weniger als 100 Tagen hat. Heißt also, dass man nicht mehr diese 250 bis 300 Tage teilweise hat, weil man jetzt an die Ersatzteile kommt. Es wurden neue Shops weltweit eröffnet, bestehende Shops, also Triebwerkshops, so nennt man das, wo die Triebwerke repariert werden, überholt werden. In diesen Shops ist es halt so, dass die jetzt Kapazitäten haben. Heißt also, wenn die Teile zur Verfügung stehen, dauern die Shop-Visits deutlich unter 100, sagt der MTU-Chef Wagner. Und das ist halt leider nicht immer der Fall, aber sind halt wesentlich besser. Und damit ihr es wirklich schaut, im Vergleich zum vergangenen Jahr hat Pratt & Whitney übrigens auch den Output von diesen Verdichterstufen und so weiter, von den Blicks auf um 100% gesteigert. Also da hat man was. Und dann hat die GTF-Inspektionsprogramm die Werke, die das halt machen, wie ich eben sagte, sind erhöht worden und die Zahl dazu ist interessant. Die Shops wurden von 12 auf 18 erhöht, also das heißt, es wurde um 6 Stück, also 50% gesteigert. Zudem sind 3 existierende Shops, die ihre Kapazitäten vergrößert haben. Also hier gibt es in der Tat Sonne am Ende des Tunnels oder Licht am Ende des Tunnels und ist nicht der Zug, der entgegenkommt. Und ihr könnt ja unten schreiben, was ihr dazu denkt. Wir sind natürlich jetzt mit der Frage des Tages wieder unterwegs. Und da ist es so, dass wir mit der Frage des Tages 2 Stück haben. Einmal natürlich ist das Gebührenniveau in Deutschland zu teuer, vor allem die 4.000 paar kaputte mit den 660 verglichen für einen innereuropäischen Flug, ist schon eine krasse Nummer, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und das andere Thema ist, wenn man sich das anschaut, mit den Tieren in der Kabine. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin Hundefreund, Katzen mag ich jetzt nicht so, aber ich habe jetzt kein Problem, wenn eine Katze da ist. Ich bin auch kein Algerier und damit habe ich da auch dann kein Problem. Aber es gibt Leute, die haben Allergien. Habe ich Algerier gesagt? Allergiker. Also auf jeden Fall haben Allergien, für die ist das ein Problem. Da könnt ihr ja schreiben, was ihr davon haltet, dass Tiere in die Kabine kommen. Wobei ich aber dagegen bin, wenn es diese ganzen Begleittiere gibt, die dann auch irgendwie helfen, Ponys und Wildschweine, ich weiß gar nicht, was es da alles noch gab. Das ist dann schwierig, da muss man ehrlicherweise sagen, da muss man einen Strich ziehen und sagen, das geht nicht, sorry, aber dann musst du dann nicht fliegen, sorry. Also wenn du ein Hausschwein mitnehmen musst, um dich zu beruhigen als dein Support Animal, da bin ich raus. Aber nichtsdestotrotz, denkt dran, den Kanal weiter zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zum Stammtisch mitzukommen, nach Helsinki zu kommen. Das Programm, wenn ihr Fragen habt, schreibt hier an der Nummer. Wo ist denn das? Die Nummer müsste jetzt da sein. Da müsste die Nummer sein. Und ich freue mich, euch da zu berichten. Und ganz wichtig, abspannen. Also bis dann, ciao.